Wir haben El Campello verlassen, fahren auf der A70, umfahren Alicante, fahren in Richtung Santa Pola und dort gibt es einen neuen Stellplatz und den möchte ich in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Es wird wieder den einen oder anderen Tipp geben bzw. Erfahrungsbericht in diesem Video. Das muss ich vielleicht noch erklären. Wir haben diesen neuen Stellplatz auf unserer Reise in den Süden von Spanien besucht, also im November 2025. Wir fahren jetzt auf der Autobahn Richtung Alicante. Von der A70 geht es auf die N383 und dort führt uns die Straße vorbei am Flughafen von Alicante. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Dieser neue Stellplatz liegt nicht weit entfernt vom Flughafen Alicante. Kam ja immer wieder die Frage auf, wie erfahrt ihr von neuen Plätzen? Das ist ganz unterschiedlich. Wir nutzen 5 verschiedene Stellplatz-Apps. Dort gibt es oft neue Plätze. Dann bekommen wir Informationen von anderen Campern. Darüber sind wir dankbar. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, bei Google Maps zu schauen. Dort findet man hier und da dann auch mal neue Plätze. Und in den sozialen Medien natürlich auch. Der neue Stellplatz liegt etwa 4 Kilometer vom Meer entfernt, in einem wenig bebauten Gebiet. Da fahren wir jetzt hier rein. Wir biegen hier also rechts von dieser Straße ab in diese kleine Nebenstraße. Wir haben nicht reserviert. Wir gehen davon aus, neuer Platz, da müsste es noch freie Plätze geben. Man sieht, die Straße ist hier nicht sehr breit, aber ich denke, auch mit einem größeren Mobil kommt man hier durch. Man kann auch so ein bisschen den Seitenstreifen befahren. Das ist hier alles befestigt. Jetzt haben wir gleich den Stellplatz erreicht, hier auf der rechten Seite. Man sieht schon die ersten Wohnmobile. Ich hatte ja gesagt, dass der Platz gerade erst eröffnet hat. Ist nicht ganz richtig, hat wohl doch schon einige Wochen geöffnet. Sowas kann man immer gut finden bei Womo Iberico. Das ist eine Internetseite. Ich verlinke das mal. Dort findet man immer viel über neue Plätze. Insgesamt viele Plätze in Spanien. Der junge Mann, der uns hier entgegenkommt, das ist der Inhaber oder einer der Inhaber. Es ist ein familiengeführter Stellplatz. Wir wurden sehr freundlich empfangen. Man hatte uns gesagt, wir können unser Mobil stehen lassen und uns dann eine Parzelle aussuchen und dann zum Einchecken kommen. Wir haben uns weiter hinten einen Platz ausgesucht. Es gab viele freie Plätze, sieht man ja auch. Der Platz ist vielleicht zu 1/3 erst belegt. An der Zufahrt steht dieses kleine Häuschen. Dort ist die Rezeption untergebracht. Dort findet man den jungen Mann, den wir vorhin gesehen haben. Der spricht auch gut Englisch, so gibt es kein Problem. Die Plätze haben eine Länge von etwa 9 Metern und in der Breite 5 Meter. 5 Meter finde ich ein bisschen wenig, 6 Meter wäre besser gewesen. Ganz rechts sehen wir hier diesen kleinen Baum. Das wäre die Grenze gewesen von unserem Platz oder ist die Grenze von unserem Platz. Also das wird knapp für die Markise auszufahren. Und ich habe auf der anderen Seite natürlich auch noch etwas Platz gelassen, damit ich um mein Mobil herumgehen kann. In der Mitte gibt es einen neutralen Streifen. Dort findet man dann die Stromanschlüsse, einen Wasseranschluss und auch einen Entsorgungsanschluss. In der Mitte des Platzes gibt es ein Gebäude. Dort sind die sanitären Anlagen untergebracht. Hier gibt es Waschbecken, Toiletten und auch natürlich Duschen. Dusche mit Vorhang ist nicht so mein Fall, aber gut, ist hier in diesem Fall so. Die Nutzung der sanitären Anlage ist in der Platzgebühr enthalten. Platzgebühr beträgt hier aktuell 18 Euro.
Ich nenne gerne Preise, weise aber darauf hin, Preise können sich natürlich auch verändern. Also kann das durchaus sein, dass im halben Jahr das Ganze nicht mehr stimmt, der Preis sich dann schon wieder verändert hat. Man zahlt hier beim Einchecken, das heißt, man legt fest, wie viele Tage man bleiben möchte und dementsprechend bezahlt man hier. Ich muss aber mindestens 3 Tage auf einem Platz bleiben, um den richtigen Eindruck zu bekommen. Es stehen hier auch einige größere oder längere Wohnmobile. Sie haben das Heck einfach über die Begrenzung hinausgeschoben und so können die hier dann auch stehen. Der Platz füllte sich immer wieder jeden Tag und es war nie ganz voll, aber war gut besucht. Einfach deshalb auch, weil hier der Flughafen Alicante in unmittelbarer Nähe ist, nur wenige Kilometer entfernt. Und ja, einige mit dem Mobil hierher gefahren sind und dann eine Person nach Hause zum Beispiel geflogen ist und die andere Person hier weiter im Wohnmobil geblieben ist. Man sieht hier auf der Karte ganz oben Alicante, dann der Flughafen, dann etwas tiefer der Stellplatz, ganz unten Santa Pola, links Elche. Alles sehr zentral hier. Also wer hier den Flughafen braucht oder das Wohnmobil dann hier eventuell 2-3 Tage abstellen will, kein Problem, das ist hier alles möglich. Es gibt in der Nähe auch Abstellplätze, wo man Wohnmobil oder auch PKWs abstellen kann und dann mit dem Flugzeug zum Beispiel nach Deutschland fliegt für einige Tage, Wochen und dann wieder zurückkommt und sein Mobil dort wieder abholt. Es gibt hier nur 2 Kilometer entfernt eine Parkmöglichkeit, wo man also sein Fahrzeug abstellen kann, ein PKW, Motorrad oder Wohnmobil. Und dann wird man über einen Transfer zum Flughafen gebracht und kann nach Hause fliegen oder wo auch immer hin. Es handelt sich um ein bewachtes Gelände. Das Ganze ist nur 2 Minuten oder Autominuten vom Flughafen entfernt. Der Strom kostet auf diesem Platz 3 Euro pro Tag. Wir haben keinen Strom genommen. Wir kommen, wenn die Sonne scheint, immer gut mit unserem Solarstrom aus. Wichtiger Punkt: Wohnwagen sind hier erlaubt. So steht es jedenfalls auch auf der Internetseite. Während unseres Aufenthalts haben wir einen Wohnwagen auf dem Platz gesehen. Jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen, ganz rechts in der Ecke. Dort sieht man so ein bisschen die Vorderfront von dem Wohnwagen, der dort auf dem Platz stand. Jetzt gibt es nochmal einen Tipp oder Erfahrungsgeschichte, die wir im letzten Frühjahr gemacht haben. Und zwar ist uns auf einer Reise nach Dänemark das Lüftungsgitter vom Kühlschrank weggeflogen. Man sieht, die Halterungen sind ausgebrochen und das Gitter war weg. Das Ganze ist uns auf der Autobahn passiert. Also das Gitter war auch damit nicht wiederzufinden oder wieder zu beschaffen. Ist ja auch kein Kostenfaktor, das Gitter ist nicht sehr teuer, aber dadurch, dass es bei uns in Wagenfarbe lackiert ist, hat es glaube ich 250 Euro gekostet. Ich gehe davon aus, dass der Fahrtwind das Gitter angehoben hat und dann ist es rausgerissen. Das Gitter ist nach vorne hin nur an kleinen Stegen befestigt, so eingehakt. Hier sieht man sie. Das hält natürlich nicht viel, beziehungsweise hängt sich da schnell raus und dann ist es passiert. Ich habe mir dann damit geholfen, die Winterabdeckung einfach reingeklebt, damit da nicht ein großes Loch ist und eventuell durch Fahrtwind noch mehr Schaden entsteht. Und diese Winterabdeckung ist ja nach oben hin leicht geöffnet, sodass die Luft noch etwas zirkulieren kann. Das war natürlich nur eine Geschichte, die man während der Fahrt nutzt. Ich hatte das Ganze in einem Video auch öffentlich gemacht. Dann haben andere Camper sich gemeldet und mir geschrieben, dass sie sowas auch gehabt haben, dass denen das auch passiert ist. Und die hatten dann für mich einen Tipp. Und zwar, dass man das Gitter dann mit Schrauben befestigt. Und das möchte ich jetzt mal kurz zeigen. Normalerweise hätte ich den Rahmen ja auch tauschen müssen, denn die Befestigungen für das Gitter waren ja gebrochen. Und somit wäre das nicht mehr möglich gewesen, das Gitter vernünftig zu befestigen. Den Rahmen zu tauschen wäre auch etwas aufwendig gewesen. Das Ganze ist auch verklebt. Und so habe ich den Tipp genutzt, das neue Gitter mit Schrauben zu befestigen. Und zwar Schrauben, die vorhanden sind oder beziehungsweise die Löcher, die vorhanden sind, rechts und links jeweils 1. Und habe dann in das neue Gitter 2 Löcher gebohrt, passend, etwas angesenkt. Und dann wurde das Gitter mit Edelstahlschrauben an den Rahmen befestigt beziehungsweise verschraubt. Ich finde, es sieht ordentlich aus und es hat sich auch bewährt. Ich fahre da jetzt mehr als ein halbes Jahr mit und hatte keine Probleme.
Das war mein Erfahrungsbericht zum Lüftungsgitter vom Kühlschrank. Jetzt geht's aber weiter mit dem Stellplatz. In der direkten Umgebung des Stellplatzes gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Man muss etwa so 4 Kilometer fahren, dann kommt man zu einem großen Einkaufszentrum. Dort gibt es alle Supermärkte, die so bekannt sind. Wir haben Mitte November und das ist immer noch sehr angenehmes Wetter. Wir haben um die 20 Grad, also ideal mit dem Fahrrad zu fahren. Um zu den Supermärkten zu kommen, fahren wir erstmal ein Stück neben einer Landstraße. Hier gibt es einen Fahrradweg, das ist sehr angenehm. Und dann geht es so ein bisschen in die Felder rein und dort ist eine einfache Straße, die dann uns hier nach Santa Pola führt, wo dann die Einkaufsmärkte sind. Leider gibt es hier keinen Fahrradweg mehr. Man muss auf der stark befahrenen Straße fahren. Wir sehen hier rechts Discounter, Supermärkte. Hier findet man alles, was man irgendwie braucht, wenn man einkaufen möchte. Man kann dann weiterfahren Richtung Meer. Das ist dann nicht der kürzeste Weg vom Stellplatz Richtung Meer, sondern dann muss man noch einen anderen Weg fahren. Aber wir sind so mal weitergefahren und kommen jetzt hier an den Strand. Santa Pola hat einen 4 Kilometer langen Sandstrand, der sehr schön ist. Allerdings jetzt im November trifft man hier wenig Menschen an. Wer Strandlandschaften liebt und laufen möchte, der kann das hier auch auf den Stegen tun. Dann läuft er nicht im Sand und hat immer einen Blick aufs Meer. Jetzt fahren wir mal in die Stadt Santa Pola. Die Stadt hat etwa 40.000 Einwohner, ist natürlich stark geprägt vom Tourismus. Jetzt im Winter ist eher ruhig, aber die Stadt hat auch eine schöne Promenade, einen Hafen, also auch sehenswert, wenn man hier schon mal unterwegs ist. Hier gibt es natürlich viele Bars, Restaurants. Ich weiß allerdings nicht, wie die geöffnet haben, ob die auch im Winter durchgehend geöffnet haben. Etwas außerhalb von Santa Pola gibt es ein Naturschutzgebiet. Dort gibt es Wanderwege und unter anderem auch Geocache. Und deshalb sind wir dort unterwegs und wandern dort. Kleiner Tipp, man sollte gutes Schuhwerk anhaben. Also Wanderschuhe sind schon von Vorteil, denn die Wanderwege sind so mit einem Geröll bedeckt, sodass man da feste Schuhe braucht. Wir haben den größten Teil der Umgebung hier vom Stellplatz mit dem Fahrrad erkundet. So haben wir auch mehrfach gesehen, dass es hier verschiedene Anbieter gibt von Parkflächen, wo man sein Wohnmobil abstellen kann, unterstellen kann, wenn man zum Beispiel mit dem Flugzeug nach Hause fliegt. Und es sind auch gleichzeitig Anbieter von Autovermietung. Das heißt, hier kann man einen Pkw mieten, wenn man dann einen braucht. Dann gibt es hier jeweils noch einen Shuttle-Service. Das Ganze hängt natürlich damit zusammen, dass hier der Flughafen in unmittelbarer Nähe ist. Jetzt noch ein paar weitere Details zum Stellplatz. Es handelt sich ja um einen gut ausgestatteten Campingplatz und so gibt es im Sanitärbereich auch eine Waschmaschine bzw. Waschmaschinen und auch Trockner. Da wir auf diesem Platz 5 Tage sind, haben wir uns entschlossen, hier auch Wäsche zu waschen. Und zwar sind es hier große Waschmaschinen. Das Ganze läuft bargeldlos hier ab. Das heißt, man kann nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Man muss das hier alles online bzw. über die Visa-Card bezahlen. Aber es gibt eine deutsche Menüführung. Das ist immer schon mal sehr schön, um das Ganze dann hier abzuwickeln. Es gibt inzwischen ja schon Apps, darüber kann man dann schon einiges regeln hier beim Waschen. Darüber werde ich aber mal in einem extra Video berichten. Was man ja auch immer mehr auf Camping- und Stellplätzen sieht, sind Wasch- und Bademöglichkeiten für Tiere bzw. für Hunde. Und sowas gibt es hier auch. Ich denke, damit ist auch klar, dass Hunde auf diesem Platz erlaubt sind.
Einen kleinen aufgestellten Pool gibt es hier auf dem Platz auch, der auch jetzt Mitte November immer noch mal wieder genutzt wurde von einigen Campern. Er ist nicht beheizt, erhitzt sich oder das Wasser erwärmt sich durch die Sonne. Neben dem Pool gibt es einen schön angelegten Poolplatz und des Weiteren einen Kinderspielplatz. Über den Kinderspielplatz habe ich mich erst so ein bisschen gewundert. Dann habe ich aber gesehen, es war auf diesem Platz eine Familie mit Fahrrädern unterwegs und kleinen Kindern. Die haben natürlich diesen Spielplatz genutzt. Sieht man eher selten mit Fahrrad und Zelt unterwegs in Spanien und um diese Jahreszeit. Direkt neben dem Stellplatz soll noch ein Restaurant gebaut werden. Chalets sollen dort noch hinkommen. So habe ich es zumindest verstanden. Abreisetag. Jetzt sieht man die Breite des Platzes nochmal genau. Da rechts neben uns ist nochmal eine Parzelle. Also die Parzellen sind nicht besonders breit. Wenn da jetzt noch einer stehen würde, dann wäre es dann schon ein bisschen eng. Aber vielleicht ändert sich daran noch was. Oft ist es ja so, wenn dann der Platz mal richtig voll ist, dann sieht auch der Betreiber, dass das Ganze alles etwas eng ist und vergrößert oder verbreitert die Plätze. Ich denke, manchmal wäre es besser, wenn der Platz 1 Euro mehr kostet, aber dafür wären die Plätze dann auch etwas oder die Parzellen etwas breiter. Nicht täuschen lassen, zwischen den Pfählen, das sind immer jeweils 2 Plätze. Was man sagen muss, der Platz ist sehr ruhig. Wir haben hier immer ruhig geschlafen und tagsüber war es auch ruhig. Man hört etwas, die Flugzeuge vom Flughafen, aber das hat überhaupt nicht gestört. Das war sehr ruhig, ist auch nur, wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung kommt. Jetzt fahren wir noch auf die Entsorgung. Die liegt direkt am Eingang. Eine große Fläche, ohne Probleme anzufahren. Das war alles in Ordnung. Kurzer Hinweis, nach dem Abspann gibt es noch ein paar Fotos, Bilder, Videoaufnahmen aus alten Zeiten. Wer Lust drauf hat, darf gerne dranbleiben. So verlassen wir nach 5 Tagen den Lomas del Balsares Camperpark. Für uns ist das ein Platz, den wir bestimmt irgendwann nochmal wieder anfahren. Das soll es mal wieder gewesen sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr viele Kommentare schreibt, uns Anregungen gibt und natürlich, wenn ihr unser Video liked und unseren Kanal abonniert. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Der Morgen ist still, der Platz liegt noch ruhig. Ein Stuhl vor dem Camper, die Luft ist vertraut. Seit Jahrzehnten unterwegs, man kennt diesen Rhythmus. Campen ist kein Trend, es ist einfach ein Teil von uns. Die Kamera läuft, nicht wegen Ruhm, nur um zu zeigen, wie es wirklich ist. Stellplatzreportagen, ehrlich erzählt, bei Hakko weiß man, was einen erwartet, wenn man dort steht. Aus Leidenschaft unterwegs, ganz ohne Stress. Meer oder Strand, wir nehmen's, wie es kommt. Filme, Fotos, Videos aus seinem Hobby gemacht. Und Rita ist immer dabei, seit all den Jahren. Bei Tag und bei Nacht. Man sitzt zusammen, ein Bier in der Hand, Gespräche unter Campern irgendwo am Rand. Erfahrungen tauschen, zuhören, verstehen. Jeder hat Geschichten, man muss sie nur gehen. Kein Drehbuch, kein Lärm, kein großes Getue. Ein Platz, ein Abend, was Gutes im Nu. Leckeres Essen, die Sonne geht tief und man merkt, warum man dieses Leben liebt. Aus Leidenschaft unterwegs, Jahr für Jahr. Mal am Wasser, mal unscheinbar. YouTuber, ja, aber ohne Show. Hakko zeigt das Draußensein so, wie es immer war. Die Technik hilft, doch sie steht nicht im Weg. Wichtig ist, was man erlebt und weitergibt. Campingfreunde kommen, Campingfreunde gehen, man trifft sich wieder. Irgendwo, irgendwann, irgendwo schön. Aus
aus Leidenschaft unterwegs. Ohne Hast, weil man weiß, dass nichts wegläuft, wenn man sich Zeit lässt. Ein Film, ein Foto, ein ehrlicher Blick und die Straße gibt